Hallo allerseits, jetzt bin ich hier auf der Spielmannmesse am Carrera-Stand und zwar im Carrera-Bereich ferngesteuerte Modelle bei Michael Galli, der für diesen Bereich verantwortlich ist. Sie haben auch ein paar interessante Neuheiten heuer, die wir uns jetzt anschauen. Unter anderem bei Nintendo unsere hochwertige Sammelserie. Das sind kleine Fahrzeuge, Mario, Luigi, Yoshi, Peach mit 2,4 GHz Ausstattung, was in dieser Größe sehr, sehr besonders ist. Das heißt, wir haben hier verschiedene Modelle, die fahren. Aktuell ist das noch ein Prototyp. Wir haben hier die schöne Aufbewahrungsbox im Controller drin, das heißt, man kann das ganz einfach da reinpacken und dann sich zum Beispiel einen Gürtel anstecken oder auch wieder zurück in die tolle Box geben. Und die fahren dann richtig mit Reichweite 3, 4, 5 Meter? Die fahren bis zu 11 Meter weit weg. Dort muss noch die stellen dann. So schnell, dass man gar nicht verfolgen kann. Kommen am Markt wann? Jahreshälfte des Folgejahres, also des kommenden Jahres 2020 werden sie dann im Markt erhältlich sein. Wir haben unter anderem zusätzlich noch als Neuheit den Bumblebee. Das ist wieder ein tolles neues Fahrzeug aus der Serie der Nintendo-Fahrzeuge mit dem Bekannten aus unseren anderen Fahrzeugen in die Kurve legen des Fahrzeugs. Es hat Front- und Bremslicht. Wir haben auch hier noch eins, was funktioniert. Das wäre das da, Moment. Also 2,4 GHz voll ausgestattet. Bei uns sind alle Produkte immer entsprechend. Und dann legt er sich eben in die Kurve, das ist das ganz Besondere dabei. Wir haben dann als weiteres Highlight unsere Kinderserie, das ist unsere First-Serie hier drüben. Zum einen ein leicht zu steuernden Buggy, das heißt wir haben ein 2,4 GHz Fahrzeug mit Sound, wie man hört. Also von der Haptik her so, dass ein kleines Kind das bedienen kann. Sehr sensitiv auch, das heißt wirklich... Proportionalsteuerung dann, ja. Ja, sehr von der Geschwindigkeit her das, was eben ein kleines Kind auch erwartet, wenn es fährt. Und das ist quasi das Einstiegsprodukt und dann gibt es noch Sie hören den Sound, Formel 1 Sound quasi. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil in dem Bereich, der quasi an alle Bastler-Kits sozusagen gerichtet ist. Das ist das Fahrzeug besteht quasi aus einem Set mit einem Akkuschrauber, in dem ich quasi hier vorne den Akkuschrauber Unit reinstecke und dann kann ich hier vorne meinen Schraubenzieher draufstecken, kann entsprechend dann die Schrauben raus und rein drehen, wie ich möchte, kann natürlich auch untereinander die Fahrzeuge kombinieren. Also wir haben hier den Bagger, wir haben den Lader und die Feuerwehr. Das heißt, wenn der Papa mit einem großen Akkuschrauber arbeitet, kann der Sohn auch schon das lernen, als ganz kleiner. Und der Akku selber ist dann hier, hat einen Hintergedanken? Oder? Das heißt, ich stecke einfach diese RC-Unit hier rein und kann dann quasi in dem Fall vorwärts und rückwärts fahren. Das heißt, das ist Akku und gleichzeitig Motor. Das heißt, der Motor für den Akkuschrauber, für den Einsatz, für den Bohreinsatz und in dem Fall zum Fahren. Aha. Ganz genau. Auch hier haben wir den Sound mit drin, was natürlich sehr wichtig ist für die kleinen Kinder. Gut, dann hoffe ich, dass wir jetzt mal zu etwas größeren Kindern kommen, die dann... haben natürlich selbstverständlich auch was. Für die etwas größeren Kinder haben wir in der Action-Serie noch ein Driftfahrzeug. In alle Richtungen kann sich das drehen. Der Tornado ist natürlich unser Highlight weiterhin. Sehr, sehr erfolgreiches Produkt. War auch letztes Jahr wieder eins der
bestverkaufte oder das bestverkaufte Produkt in Deutschland. Und damit wir ein bisschen mehr in den technischen Bereich weiterrutschen, müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Wir haben noch was für die Dinosaurier-Fans im Sortiment, das ist auch eher was an die jüngere Zielgruppe und gerichtet ist. Das Full Function mit Vierradantrieb ausgestattet. Das ist der Dino Car. Auch ein Komplettpaket wie alle unsere Produkte. Und dann, wenn wir da weiterschwenken, kommen wir zum Profibereich. Adventskalender heißt, den werde ich zusammen bauen oder wie läuft das? Das ist 24 Tage Bauspaß bis zu Weihnachten. Das heißt, ich habe die einzelnen Teile, baue den zusammen und habe nachher das fahrfertige Produkt. Wie gesagt, Profiserie, bei uns komplett ausgestattet, alle mit Metallgetriebe. Differentialgetriebe aus Metall. Das Highlight dieses Jahr, was da neu dazu kommt, ist dann unser Drift Racer. Man sieht schon hier die glatten Reifen. Das Thema Driften ist in der Hobbyszene sehr, sehr bekannt. Sieht man auf den Modellbaumessen auch sehr oft und wir haben gedacht, das reichert einfach die Produktserie noch etwas an und die Reifen haben eingebaute Abriebstellen, mit denen man quasi dann noch einen Funkeneffekt im Dunkeln erzeugen kann. Bei welcher Alterszielgruppe sind wir da? Schon etwas größer? 14 das heißt, plus. Und auch Erwachsene wahrscheinlich dann schon. Natürlich, der Papa hat da genauso viel Spaß damit wie die Jugendlichen. Das Fahrzeug kommt eben mit den glatten Reifen und zusätzlich noch mit dem Reifensatz, damit man dann auch schnell fahren kann. Die 50 km/h Ausstattung. Von den Profi-Fernsteuerautos kommen wir jetzt zu den fliegenden Fahrzeugen mit Fernsteuerung. Da hat sich bei Carrera heuer auch einiges getan. Letztes Jahr war es ja noch eine Besonderheit, dass diese Fahrzeuge sich selbst in der Luft stabilisiert haben. Und inzwischen? Inzwischen ist es bei unserer kompletten Serie, also Hubschrauber und Quadrocopter, haben die automatische Höhenkontrolle eingebaut und auch die automatische Start- und Landefunktion. Das heißt, der Einsteiger hat sofort das Erfolgserlebnis und kann entsprechend durchstarten mit dem ersten Flug und sich wie ein großer Pilot fühlen. Besonderes Highlight in dem Bereich ist der Motion Copter. Der Herr Matzelberger, mein Kollege, wird Ihnen dazu jetzt noch ein paar weitere Details geben. Motion Copter, was Motion Copter heißt handgesteuert. Das heißt gestengesteuert über die Hand. Wir werden das ganz einfach an dem Beispiel mal vorzeigen. Der Quadrocopter wird eingeschaltet. An der Hand des Kollegen befindet sich die Steuerung. Wenn sich beide gebunden haben, sieht man das an dem, dass die LEDs dauerhaft leuchten, also beim Bindevorgang blinken diese. Wenn gebunden ist, leuchtet der Motion Copter komplett. Man drückt dann auf den Knopf und der Quadrocopter ist stabil in der Luft, das heißt die Gestensteuerung über die Hand wird ausschließlich nur über die Bewegung der rechten oder auch der linken Hand gesteuert. Und da ist also ein Lagesensor drin in der Hand oder in diesem Bedienteil für die Hand? Genau, das in dem Fall ist da in der Hand, in diesem Teil, den man da jetzt in dem Fall sieht, ja, ist ein Kreiselsystem, ein Gyrosystem eingebaut, das die Gesten erkennt und der Quadrocopter führt es aus. Und da ist noch eine Taste an der Seite am Finger. Genau, mit dem, wenn man die drückt, ist natürlich schwierig zu zeigen jetzt, wenn man die drückt, dreht sich der Quadrocopter um die eigene Achse, das heißt, ich kann in dem Fall links und rechts steuern. Oder den Flip. Einmal drücken, zweimal drücken in dem Fall, fängt zu blinken an, kurze Handbewegung und der Quadrocopter macht die 360-Grad-Drehung. Da muss ich jetzt nochmal schauen, dass ich das erwische mit der Kamera. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Ja. Das heißt, an der Handfläche beim Knopf zweimal drücken, kurze Bewegung in die Richtung, wo man es hinmachen möchte, wo man hindrehen möchte. Und dann macht er das von alleine? Und der macht das von alleine, ja. Und wenn ich jetzt wieder landen will? Das heißt, der Knopf muss gedrückt bleiben, die Hand wird geneigt nach unten und der Quattro schaltet aus. Gut. Und dieses ganze Bedienteil für die Hand, wie legt man das an die Hand an? Das wird einfach mit einem Gummiband, mit 3 Nüppelchens, je nachdem wie groß oder wie klein die Hand ist, kann man das einstellen, wird einfach hinaufgespannt, gedrückt, gezogen und das hält dann, da sieht man ja ganz schön den Knopf jetzt.
Das heißt, mit der Taste macht man dann die Funktionen landen, starten, dann zweimal tippen? Starten, einmal tippen. Einmal tippen, ja. Und wenn ich drauf bleibe, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt landen. Ganz oder genau. Ich möchte schwenken. Ganz genau, ja. Gut. Und das ganze Teil, was kostet dann so ein Gerätchen und wann ist der verlieferbar? Also wird 49 € kosten im Handel und lieferbar zu Ostern wird es so schnell schon? Aha. Ja. Gut, und das sind ungefähr 22 cm Durchmesser. Genau. Vielleicht lassen wir noch einmal fliegen. Gut, das war's mit den ferngesteuerten Sachen von Carrera vom RC-Bereich. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt bin ich am Carrera-Stand bei den Slotcars beim Andreas Weiß, dem Produktmanager für die Slotcars. Und er zeigt mir, was es Neues in diesem Bereich gibt. In 1:24 haben wir den Lola T70. Diese Version hier ist bei dem 1000 Kilometer am Nürburgring gefahren. Und der hier hat das 24-Stunden-Rennen 1969 in Daytona gewonnen. Das ist eine Neukonstruktion in 1:24. Und natürlich haben wir einen Haufen neue Liveries auch noch dieses Jahr im Sortiment. Zum Beispiel den Nummer 5 M1 Procar, den Niki Lauda in Hockenheim 1979 gefahren hat. Schauen wir noch weiter, was gibt es hier noch? Beispielsweise der Ford GT Racecar Nummer 66. Ford hat hier das alte historische Motorkraft-Design von Castrol wieder aufgegriffen und diesen Rennwagen entsprechend gestaltet. Dann gibt es oben noch eine Reihe mit Blaulicht zum Beispiel. Das ist eine Racing Police, das ist ein Auto, das wir schon im Sortiment haben, das läuft weiter. Und natürlich eine ganze Reihe an DTM-Fahrzeugen. Gut, das war jetzt 1:24, 1:32 gibt es sicher auch einiges Neues. Natürlich. Das ist jetzt auf dieser Seite. In 1:32, man sieht es hier leider nur da oben, ist eine Neukonstruktion der Porsche 935, den Porsche als Hommage an den sogenannten Moby Dick Porsche 935 gemacht hat. Wo ist der Moby Dick? Der ist es hier. Das sind jetzt alles Farbvarianten für heuer als Neuheiten. Farbvarianten. Hier haben wir noch eine Neukonstruktion. Das ist der Mustang GTY. Ford hat diesen zum Jubiläum 55 Jahre Mustang als Sondermodell aufgelegt. Und wir bei Carrera haben den vom Design her noch ein bisschen aggressiver gestaltet, von den Kotflügelverbreiterungen, Spoilern und so weiter, dass er eben noch so richtiges Rennauto-Feeling bekommt. Den gibt es in 2 Liveries, einmal als Nummer 17 und einmal als Nummer 55. Wann kommen die? Zweites Halbjahr oder jetzt im Sommer schon? Die sind relativ weit, also ungefähr im Jahr so im Sommer. Dann gibt es hier noch amerikanische Fahrzeuge. Einige gibt es ja wahrscheinlich schon länger. Genau. Einige sind neue Liveries. Länger im wahrsten Sinne des Wortes, die sind ja deutlich länger als die deutschen. Limous, Superbird, ein Dodge Charger, Daytona zum Beispiel. Ja, und bei den Einsatzfahrzeugen gibt es einen neuen Krankenwagen mit einer Krankenschwester, der auch Soundfunktionen hat. Das heißt, da gibt es dann noch ein Tatütata? Sowas in der Richtung. Ja, okay. Gut, dann geht es noch hier weiter in der kleineren Serie in 1:32 noch ein paar weitere Modelle. Genau, auch neue Liveries und eine Neukonstruktion ist auch noch mit dabei und zwar ist es der Aston Martin Vantage GTE. Einmal in dieser gelben Livery und noch in einer, wo wir das Design noch nicht festgelegt haben. Das heißt, die sind aber jetzt momentan nur auf Papier, die können wir leider noch nicht sehen. Genau. Das heißt, eher irgendwann Herbst kommen das die wird dann wahrscheinlich. so, genau.
Und auch hier einige neue Farbvarianten, wahrscheinlich von den bisherigen. Genau. Zum Beispiel wird die DTM hier mit dem roten Audi ergänzt. Auch der GT Racecar von Ford, die Nummer 66 mit dem historischen Motorkraftdesign, gibt es auch in 1:32. Ganz interessant und ganz nett ist der Lamborghini Huracan in dieser Lackierung. Aus dieser Perspektive sieht man es besser. Der ist so lackiert worden als Erinnerung an die 50 Jahre Mondlandung. Gut, dann gibt es noch mal eine Nummer kleiner, 1:43 Neuheiten. Die müssen wir uns auch noch anschauen. Ja, schauen wir uns den Maßstab 1:43 an. Vielleicht gehen wir auf die andere Seite, sehen wir die Fahrzeuge von vorne. Wir haben natürlich hier eine ganze Armada an neuen DTM-Fahrzeugen. Kommendes Jahr. Also einige dann als Formneuheiten auch, oder? Das sind in diesem Fall Bedruckungsneuheiten, aber neue Bedruckungen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, diese auf den Vorgängerfahrzeugen, nachdem sich ja nicht sehr viel verändert hat und im Maßstab 1:43 diese Änderungen kaum sichtbar sind, muss ich jetzt einmal ganz frech sagen, durften wir das so machen, haben die Hersteller zugesagt. Minions, das ist irgendwie neu, glaube ich. Minions ist ganz neu, Minions ist ganz pfiffig, wird ein Kinofilm kommen. Wir haben dieses Thema mit aufgenommen, eben hier mit Stuart, Otto und Bob. Leider haben wir hier noch keine Muster hier, das werden ganz knuffige Karts werden, wo die drei durch die Bahn führen. Und da gibt es auch eine ganze neue Bahn auch. Es wird ein Set auch davon geben, genau. Das heißt, die haben ein paar Sets, die kommen werden, Go-Sets, und das ist jetzt hier auch das mit den Minions. Genau, eines davon ist Minions quietschgelb, bunt und frech. Dann gibt es natürlich auch viele Startpackungen mit Mario Kart und mit sonstigen Themen. Genau. Natürlich dürfen die Motorsportthemen bei uns nicht fehlen. Formel 1, GT und DTM. Rallye wird stark bei uns auch, immer stärker. Gut, dann gibt es noch für die kleinen Carrera First auch ein paar neue Sets und neue Themen. Genau, was wir hier vielleicht noch zeigen können und haben, ist ein Go-Set, ein batteriebetriebenes Go-Set, das wir erstmalig in Deutschland anbieten werden. Soll heißen, batteriebetrieben für Kinder ab 5 Jahren. Wir haben uns hier für ein neues Lizenzthema entschieden, Paw Patrol, ein sehr starkes Thema. Die Einstufung mit 5 Plus ist auch sehr passend. Was gibt es dazu zu sagen? An sich batteriebetrieben. Warum sage ich an sich? Denn bei diesem System haben wir die Möglichkeit, einen Go-Trafo anzustecken und aus einem batteriebetriebenen Set eine elektrische Version zu machen. Ist dann hier jetzt schon mit elektrischem Set oder ist das jetzt hier noch die Batterieeinheit? Das ist unsere Batteriebox. Aha. Und hier haben wir die Möglichkeit, also normalerweise gespeist mit 4D-Batterien, 4 Stück. Wenn ich hier einen Trafo anstecken möchte, muss ich das rausbrechen, den handelsüblichen ganz normalen Go-Trafo anstecken und ich kann endlos fahren. Nicht zu vergessen für unsere kleinen Fahrer ist unser Carrera First System oder unser Set. Natürlich auch vertreten Paw Patrol, Disney, Cars darf nicht fehlen. Unser Dauerbrenner Mario ist auch noch mit in der Range. Mit vielen Neuheiten. Cars nochmal. Gut, dann bedanke ich mich für den Rundgang bei den Carrera-Sachen und wünsche noch weiteren guten Messeverlauf. Danke.